Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pixel Buddies Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit dabei ist der Micha. Hallo, Michi. Oh, Verzeihung, ja, ich hab's immer noch nicht mit Micha und Michi. Und Kira, hi. Hey. Wir haben uns heute zusammengesetzt und wollen einfach mal leger über die aktuellen Spiele sprechen, die wir so spielen. Und ja, sind in der letzten Zeit nicht ganz so viel dazugekommen oder haben noch ein bisschen was auf Halde, worüber wir sprechen können. Und es hat sich gerade ein bisschen angeboten, da wir sonst kein Thema hatten und wollen mal gucken, was wir uns so zu erzählen haben. Und ja, dann fangen wir doch mal an. Michi, was hast du mitgebracht? Ich habe Nordhold, ein in Unity Engine gemachtes Tower Defense City Builder Roguelike Game. Und das ist sehr wild auf jeden Fall. Ich liebe Tower Defense Games und gemischt mit City Builder ist das echt mal was anderes, vor allen Dingen als Roguelike. Gut, wir haben King's Watching, so hieß das Game, glaube ich. Das King ist is Watching, glaube ich, ja. Ja, genau. Das ist ja auch dieses City-Builder mit Roguelike-Elementen. Jetzt kommt halt hier jetzt noch Tower Defense hinzu. Das ist, du hast ein Dorf, wo du Gebäude bauen kannst, wie eine Schmiede oder ein Holzfällerlager. Und das musst du natürlich verteidigen von Wellen, die auf einen zukommen. Gemacht ist das Ganze mit einem zufällig generierten Weg für die Gegner. Das heißt, das sind so Hexfelder, mehrere, ich glaube 20 Felder groß ist das Teil. Und jede Welle kommt dann ein neues hinzu und dann baut sich so ein Weg auf. Der kann sich auch splitten in, ich glaube, bis zu 4 weitere Wege. Und dann kommen halt immer mehr und stärkere Gegner. Und da kann man halt auf diesen Hexfeldern auch Tower bauen. Das ist ganz witzig mit den Towern, weil man kann die upgraden. Zum einen, klar. Was mir sehr gefällt, ist, dass man die wirklich im Detail komplett einstellen kann. Das heißt, welche Einheit möchte ich zuerst angreifen? Möchte ich die ganz hintere angreifen, die mit den wenigsten HP, eine Elite- oder Boss-Einheit? Und man kann sie also wenn man Elite-Gegner killt, droppen die Kisten zu einem gewissen Prozentsatz. Und da können zum Beispiel Relikte oder Banner drin sein. Und die Banner geben dem Ganzen nochmal so ein Upgrade oder so ein Special. Und wenn man 2 oder 3 Banner dann von einem Tower gemacht hat, dann kann man die auch mit anderen fusionieren. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Katapult-Tower habe und so ein Laser-Tower, dann kann man die zusammen verschmelzen. Dann machen die Feuerstrahlen oder so. Und du kannst auch den Laser, den er hat, zum Beispiel aufsplitten in 3. Also je nachdem, was man bekommt, dann hat dann halt die Auswahl wie bei einem typischen Adventure, wo du dann sagen kannst, ja, ich möchte eins von den 3 für das Upgrade haben. Und natürlich, So ähnlich wie bei Hades oder sowas, dass man dann die genau, eine Tür oder die andere nimmt. ja. Und ganz cool finde ich halt auch, also aktuell gibt es 8 verschiedene Tower. Das heißt, man hat schon einige Möglichkeiten, die zu kombinieren. Es gibt 20 verschiedene Gebäude, darunter, wie gesagt, das Holzfällerlager, das halt dafür sorgt, dass du mehr Holz bekommst. Es gibt eine Town Hall, wo du für die komplette Stadt irgendwelche Upgrades machen kannst. Und was ganz witzig ist, man kann auch einen Altar zum Beispiel freischalten. Und dann kann man Dorfbewohner opfern, um Relikte zu bekommen. Also es ist ein bisschen spaßig. Bisschen makaber. Ja, makaber kann man auch sagen. Und spaßig auf jeden Fall. Also ich habe jetzt 14, 15 Stunden drin in das Spiel Okay. gesteckt. Also die letzten Tage ordentlich. Und es ist, glaube ich, am 25. März rausgekommen. Ja, das sagt zumindest Steam hier, ja. Ja. Die Und Reviews sind auch ziemlich positiv. ja. Und die haben Community Votings gemacht, was die Community denn sich wünscht für die Zukunft. Ich glaube, dieses Jahr kommen auch noch mindestens 3 größere Patches. Da kommen neue Game Modes dazu, das Honor-System, das gibt so eine Meta-Ebene, dass du zum Beispiel startest mit mehr Gold oder mehr Steinen oder mehr Holz.
Und das kannst du dir freischalten über so ein Honor-System, also die Punkte bekommt man je nachdem, wie viele Runden man schafft. Und ja, sie wollen noch mehr Tower, mehr Fusionen, mehr Spells, alles Mögliche reinpacken. Und dann je nachdem, was die Community sich natürlich noch wünscht. Oh, Hm. und irgendwo in der 7. Wave oder so bekommt man dann halt auch noch einen Hero, der 2 Spells mitbringt und noch eine passive Fähigkeit für die Stadt. Klingt auf jeden Fall ziemlich umfangreich für ein Roguelite. Ja. Kannst du sagen, wie lang die Runden etwa sind, wenn man die spielt? Also bei mir waren es jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde vielleicht. Okay. Aber es kommt auch drauf an, wie weit du kommst. Ne? Also es gibt jetzt, glaube ich, 30 Waves insgesamt. Die habe ich noch nicht erreicht. Plus, dann kann man ascenden. Das heißt, das ist stärkere Gegner. Mhm. Und es gibt einen Endless Mode. Aber den habe ich Ah mir ja, noch nicht okay. angeguckt. Ja, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ganz spaßig. Also ist wirklich alles in Hexfelder. Also selbst die Details auf den Mhm. Hexfeldern sind in Hexklötzen dargestellt. Ja. Ich habe das bei Hand of Blood gesehen. Fand das auch sehr interessant, weil ich auch richtig hart auf Tower Defense stehe. Dann solltest du dir das auf jeden Fall angucken. Ich glaube, Ja, es ist jetzt 20 € oder so. Aber ich das wollte lohnt gerade sich. fragen. Ja, es gibt eine Demo Mhm. und ansonsten Vollversion ist bei 19,99. Und es gibt auch, damit habe ich es gerade verwechselt, 'n Bundle mit Thronefall. Ich glaube, Thronefall ist von einem deutschen Entwickler, Ja. Es gibt äh, ein zweites Bundle Grizzly auch Games. mit Diplomacy is not an option. Da habe ich das bekommen. Da habe ich dann auch nur 15 € bezahlt oder so. Also, ja. Ah ja, stimmt, sehe ich hier gerade unten gibt's noch 'n zweites Bundle. Ja, aber Thronefall war jetzt so auf meinem Schirm. Mhm. Letztens hatte auch irgendjemand empfohlen als Tower Defense, Spiel. Das Ist habe noch ich so 'n auch bisschen gesehen. minimalistischer vom Look. Mhm. Habe ich auch gesehen, aber noch nicht angespielt. Er wieder. Ähm, ja, also mir gefällt das unglaublich. Ich habe lange keinen Spaß mehr so gehabt, mit Tower Defense Spielen wie mit dem. Also Sehr cool. definitiv mal reingucken, wer Tower Defense Games mag. Ja, ich tue mir da immer so 'n bisschen schwer mit. Ich glaube einfach, weil ich so 'n Einstieg zu finden, ist dann immer schwierig in Genres, die man sonst nicht so anpackt. Aber ich Ja. man muss immer mal so 'n bisschen, über 'n Tellerrand rüberschauen, finde ich. Und ich habe auch jetzt immer schon mal Genres wieder für mich entdeckt, grade so was so Rätselkram und so was angeht, was mir dann immer gut gefallen hat, was ich früher auch nie gespielt hätte. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich nicht von Anfang an aufm PC zu Hause war mit Strategie und, Echtzeit oder Rundenstrategie bin ich nie so warm geworden. Dann eher noch dieses schön Bauen, was so 'n bisschen bei Anno abgedeckt ist. Mhm. Aber, ja, klingt auf jeden Fall interessant, natürlich für die Definitiv, ja. Genre-Interessierten. Hat mich auch gewundert. Also, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das, so gut ist, weil es halt so viele Elemente hat, aber es ist halt auch sehr tiefgehend, also, mit was man da alles, machen kann. Aber Wirklich du gut sagtest, gemacht. es ist, Roguelite, also du nimmst 'n bisschen Fortschritt über diese Metaebene, was du eben erzählt hast, nimmst du was mit in den Genau, ja. nächsten Run. Habe Ja, ich das Roguelike macht's mir gesagt? immer Ja. ja, das ist immer 'n bisschen schwer zu hören, selbst wenn man, Ja. zusammen quatscht. Ähm, ja, aber das macht's mir meistens noch so 'n bisschen schmackhaft, wenn ich wenigstens 'n bisschen Fortschritt mitnehme. Ja, das fehlt mir bei den anderen Spielen halt auch immer. Also, ich nehme gerne was mit. Ich möchte ja einen gewissen Progress sehen. Also, Ja. sonst macht's irgendwie kaum Sinn, überhaupt was zu starten. Wenn's wirklich nur am Spielerskill liegt, dann gebe ich meistens irgendwann auf. Mhm. Hades war auch schon relativ hart irgendwann, aber da gab's dann, glaube ich, so 'n Easy Mode oder so was, den habe ich zwar nicht, benutzt, aber da hast du ja auch wenigstens 'n bisschen was mitgenommen. Es ging zwar relativ langsam, aber, das ging dann schon. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber ja, wenn du stirbst, dann kriegst du 2% deiner Stats noch mal obendrauf, wenn du den Mhm. anschaust. Ja, Ja. das ist ganz cool gemacht. Cool, cool. Darf ich an der Ja, Stelle mal fragen, was du generell so, Tower Defense-mäßig hast du da vielleicht noch andere Gems, die du empfehlen kannst? Dungeon Defenders ist, immer cool gewesen. Aber das erste. Jetzt, Dungeon Defender? Irgendwie jetzt sagt glaube mir ich was.
nach dem 3. oder 4. Teil ist das eigentlich nur noch so Cash Grab, würde ich sagen. Ja, Ist der auf erste, Mobile gewandert? die hatten, glaube ich, einen Teil auf Mobile und dann haben sie es geportet auf dem PC. Ah, okay. Das Witzige ist, sie haben einen Kickstarter gemacht und das ist zwar rausgekommen, aber nie wirklich richtig fertig. Und jetzt haben sie ein neues Kickstarter, weil muss ja ein neues Game raus, ne? Holy shit, das ist aber verdammt bunt. Also, Ja, Junge, Ja. ich schaue es mir gerade an. Also, das ist auch so ein Ding, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, nur der erste Teil. Die anderen sind eher, Ja, ich sehe schon, was du meinst, dass es da so ein bisschen sich in eine gewisse Richtung entwickelt hat. Mit Treasure Trove Pack, Celestial Vault ja. Pack. Was zum Hm. Fick? 97 €? Weil Ja, hier, Franchise-Bundle für 160. Ja, das ist so ähnlich wie beim, keine Ahnung, was war das? Irgendwas mit den Train Simulator oder sowas. Das ist auch so ein unglaublicher Preis, wenn man alle Erweiterungspakete Oh zusammennimmt. nein, und hier gibt es 13.000 Gems obendrauf. Hm. Es lässt schon tief blicken. ja, ansonsten, was habe ich sonst gespielt? Bei StarCraft 2 gab es so einen Mode oder Mod. Das ist natürlich ein Klassiker. Legion TD habe ich gespielt. Ja, sonst fällt mir gar nicht so wirklich was ein. Hast Was hier war da Dungeon noch? Defender gespielt, aber erwähnst nicht mal mit einem Wort Bloons Tower Defense. Das, das habe ich nicht gespielt, ja. Das habe glaub, ich am das hab- meisten gespielt. Ich würde sagen, ich glaube, das habe sogar ich mal irgendwann gespielt. Echt? Ich habe das Okay. vor bestimmt 20 Jahren schon das erste Bloons Tower Defense als Flash-Game auf irgendeiner Flash-Game-Seite gespielt. Okay. Ja. Also ich habe spätestens auf meinem ersten Smartphone oder sowas gespielt. Also es war eines der frühen Android-Spiele, kann ich mich noch dran erinnern. Aber das war, glaube ich, zumindest habe ich so eine Erinnerung, sehr passiv. Also man hat Ja, ja. außer den Türmen gesetzt und vielleicht ein bisschen Upgrades verteilt, wirklich nicht Nee, viel es ist gemacht. definitiv dieses absolut, also die reinste Form des Tower Defense, möchte ich es mal nennen. Aber irgendwie, das mochte ich immer. Und jetzt gerade das, ich habe auch das Gefühl, heute, so wie du schon gesagt hast, diese ganzen Roguelite-Elemente, das ist ja glücklicherweise heutzutage, möchte ich sagen, fast Standard. Und das ist also so richtig aufgekommen, möchte ich meinen. Also eigentlich fällt es mir erst so richtig auf seit Vampire Survivors, dass es überall mit drin ist. Ja, das war so das erste große, Ja. denke ich auch. Und ich finde das auch gut, weil einfach 'n Fortschritt aufbauen und mitnehmen können, Mhm. wie du, Dennis, gerade gesagt hast, wenn es dann irgendwann nur noch am Skill hängt und man dann Schwierig. irgendwann auch nur noch versagen kann, wenn man eben nicht Elon Musk der beste Spieler aller Zeiten ist. Oder sich Leute dafür bezahlt. Naja, Das ist ein ja. Gerücht. Ansonsten fällt mir gerade noch ein, They Are Billions. Ja, das habe ich Das zumindest schon kenne mal ich nicht. gehört, ja. Wie? Das ist Ähm, auch nicht so schlecht. Sag They noch mal Are bitte. Billions. Also, ja. Ach genau, das sieht so nach dem, wie hieß dieser Zombie-Film? Diesen Horden an Zombies. Ah ja, das habe ich schon mal Könnte gesehen, jetzt genau. nicht sein. So ein bisschen, ne, Oh, habe da mich gerade mag ich den getäuscht. Das ist eher ein Stil. bisschen Das sieht wirklich schön aus. steampunkig, ne? Ja. Ist ganz cool gemacht. Vor allen Dingen, wie du sagst, dieses Steampunk-mäßige. Und für mich ist es auch noch ein bisschen schwer gewesen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Zu doof vielleicht, keine Ahnung. Aber Ja, es macht trotzdem Spaß. da es mir hier angeboten wird, similar games you've played, Frostpunk, Oh wenn das in ja. dieselbe Schwierigkeitskategorie fällt, dann ja. Ja, bei Frostpunk ist es auch so eine Sache. Ich wollte gerade sagen, hatte Frostpunk nicht auch sogar Roguelike-Elemente? Nicht, Oder dass ist ich das wüsste. einfach nur. Ne, okay, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Also Aber es ich wusste ist auch, dass da. Hardcore-Aufbauspiel, vielleicht mit Survival, keine Ahnung. Also wenig, na, nicht wirklich. Also du baust halt eine Stadt und musst den Winter überleben. Hm, Ja, deswegen habe ich mich gerade gefragt, wenn es mir angeboten wird als vergleichbares Spiel, dann hätte ich es jetzt am ehesten wahrscheinlich mit dem Schwierigkeitsgrad verglichen, wenn du mir sagst, dass dieses Spiel auch relativ schwierig ist. Ja, der Schwierigkeitsgrad kommt da ungefähr hin, ja, würde ich sagen. Aber cool. was die manchmal als vergleichbare Ja. Spiele anbietet, ist Ja, schon. ist manchmal ein bisschen wild. Gut. Kira, magst du weitermachen?
Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass ich das Spiel, da bei Hand of Blood gesehen hatte. Tatsächlich gucke ich mir relativ häufig an, wenn er irgendwelche neuen Spiele zeigt, weil anscheinend haben wir da 'n relativ gleichen Geschmack und fast alles, was er so anspielt, finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Und deswegen habe ich bei ihm nämlich unter anderem auch gesehen warte, jetzt muss ich noch mal gucken, wie der volle Titel des Spiels war. Ja, ich habe ihn grade gefunden. Jetzt müssen wir das umdrehen. Das heißt, wir spielen Sachen an und er sieht das bei uns dann. Das wäre nice. Bin ich voll dafür. Auf jeden Fall habe ich bei ihm gesehen, Nubby's Number Factory. Habe dann auch, relativ schnell mir die Demo zugelegt und da es auch nur 5 € kostet, dann eben auch ziemlich zeitnah das Spiel. Es ist Mhm. 'n ganz abgefahrener Mix aus der Entwickler nennt es halt auch, Arcade und Plinko-Style. Es sieht ultra kacke aus, aber in 'ner Art und Weise, wo halt klar ist, dass das Absicht ist und das macht es halt irgendwie schon Ja. wieder witzig. Also, es ist halt klar, dass das einer, vielleicht 2 Leute in Paint zusammengemalt haben. Ja, Und es ist so die ganzen Fonts aus den ja, 90ern ja. und sieht alles nach Flash-Animation aus. Und die Audiosachen, das ist halt auch alles, grenzwertig, möchte ich sagen. Aber es macht ultra viel Bock. Also, ich weiß noch genau, dass, Hand of Blood das anmoderiert hatte mit: „Das wird als das neue Balatro gehandelt.“ Weiß ich jetzt nicht, Aha, wie weit das okay. ist, aber der Suchtfaktor ist auf jeden Fall gegeben. Also, das ist dieses typische Spiel, wo du dir denkst: „Ah, 'ne Runde geht noch, 'ne Runde geht noch. Jetzt bin ich viel zu früh gestorben. Jetzt hatte ich scheiß Items.“ Aber erklär für die Hörer gerne mal, was du machst. Also, ich habe es mir angeguckt, das sieht so 'n bisschen aus wie dieses Handyspiel, was es damals mal gab, 1024 oder so was, wo man die Zahlen immer zusammenlegen musste. Aber so an sich Ja, so der ich Aufbau sehe nur rein so wie's aussieht, würde ich dir da schon zustimmen. Aber wie gesagt, der, Entwickler nennt das so 'n bisschen Plinko-Style und, ähm, du hast halt diese ganzen Bälle, die alle 'nen Wert haben, mit 'nem Wert spawnen, zum Beispiel 8. Also, die haben auch verschiedene Werte, die Bälle, die auf deinem Brett spawnen. Und du wirfst da 'ne Kugel rein, 'n bisschen wie Pinball-mäßig. Und die Kugel, jedes Mal, wenn die den Ball trifft, halbiert sie den Ball. Und du bekommst die Differenz als Punkte gutgeschrieben. Und mhm. irgendwann ist der Ball dann natürlich weg, ne? Irgendwann Ja, ist er das auf ist so 'n 1 und bisschen danach ist er weg, wenn er noch mal getroffen ja, wird. so 'n bisschen wie bei Breakout. Bei Breakout hattest du früher diese Leiste oben mit den Klötzen und die Ja, haben sich dann in der Farbe wurden immer blasser zum Mhm. Beispiel und ja, irgendwann waren ja, sie dann genau, genau. aufgelöst. Die brechen dann irgendwann weg. Und du hast halt 'n Level Goal, du musst so und so viele Punkte erreichen, sonst verlierst du ein Leben. Du spawnst mit 5 Leben. Und, wenn du eben dieses Level Goal mehrmals erreichst, also dann bekommst du häufigeren Restock. Das heißt, dass deine Bälle in der nächsten Runde mit 'ner höheren Zahl spawnen. Mhm, Dementsprechend hast du eben auch 'ne höhere Wahrscheinlichkeit, höhere Punkte zu erreichen. Also, du Mhm. möchtest diese Restocks haben. Und außerdem, wenn du extra Restocks bekommst du auch 'n Leben wieder, falls deine Leben nicht voll waren. Also, das okay, das möchtest du heißt, halt auch. das eskaliert so 'n bisschen. Das ist wahrscheinlich Ja, bisschen der Vergleich wie bei Balatro mit den ganzen Jokern und den Nummern, die immer höher und immer höher ja, gehen. ja. Und, zwischendurch gibt's dann Runden, also du, machst dann halt auch Goldmünzen, auch durch Restocks und dann alle paar Runden kommst du in den Shop und kannst dir Items kaufen und manchmal bekommst du, auch 'n zufälliges, permanentes Item und das ist einfach, ja, stark suchterzeugend, würde ich sagen. Es macht ultra Bock. Im Grunde, es gibt auch 'ne kleine Story, die ist 'n bisschen nebensächlich. Du versuchst, ähm, die Sonne zu erreichen. Und wenn Mhm, du aber deine Leben verlierst, wenn du dann am Ende ganz tot bist, dann explodiert die Sonne und alle müssen sterben. womit wir Okay. wieder bei Outer Wilds sind. Und je Ja, es nachdem, sieht auf wie jeden weit du Fall es eben sehr wild schaffst, aus. es gibt halt die verschiedenen, Ebenen, also auf der Erde, dann gibt's die Stratosphäre, dann gibt's das Universum und, da bekommst du dann eben Level oder ja, roundübergreifend Punkte und dafür kannst du dir dann später eben auch was kaufen, was du dann eben mitnimmst in die nächste Runde. Du kannst Mhm, verschiedene Modi freischalten, du kannst verschiedene, ich sage mal in Klammern, Erzähler freischalten. Also, beim ersten gibt's halt nichts. Den nächsten, den ich mir dann freigeschaltet hatte, ist, dass ich mit extra Geld spawne und direkt in den Shop reingehe. Das heißt, ich kann am Anfang schon ein oder 2 Items haben, was natürlich hilft. Und ja, es gibt halt noch diverse Sachen, die du freischalten kannst. Wenn du es dann einmal auch geschafft hast,
dann schaltest du eben auch den Endlosmodus frei und dann gibt es auch einen Challenge-Modus, den habe ich aber noch nicht gemacht. Da gibt es dann Challenges, ähm, schaffe jede Runde den doppelten Restock oder irgendwas. Und wenn nicht, dann hast du die Challenge halt nicht geschafft. Aber Okay. bis jetzt bin ich noch im normalen Modus und es macht großen Spaß. Sieht auf jeden Fall wild aus, ja, aber ich kann mir Ja. schon vorstellen, wie das, ja, man sagt immer so, lapidar suchterzeugend ist. Ich meine, das natürlich muss man immer 'n bisschen vorsichtig sein, Ja, ich meine wenn man damit das so natürlich claimt, so, aber dass du dieses Gefühl hast, dass du immer noch 'ne Runde spielen ja, willst. ja, genau. Ja, ich spiele jetzt nicht die Tage durch und vergesse Nein, zu nein, nein, das trinken meinte und ich so. nicht. Nur, nicht, dass uns das jemand krumm nimmt, aber ich sehe schon, dass, ja klar, wenn du immer so kurze Runden hast und das mit wenig Aufwand, sage ich mal, zu tun hat, ist so 'n perfektes Second-Screen-Spiel, könnte ich mir Auf auch jeden vorstellen. Fall, auf Ja. jeden Fall. Du kannst dir nebenbei noch irgend 'ne Doku geben und ich mag auch einfach diese Herangehensweise vom Entwickler. Ich habe es jetzt nicht genau nachgelesen. Ich nehme mal an, dass das höchstens 2 Leute sind, aber ich kann mich auch irren. Aber, ne, dann gibt's da 'ne schöne Demo zu, dann gefällt dir die und dann kaufst du dir das Spiel für 5 €. Das finde ich Wollte voll grad in sagen, Ordnung. das ist ja auch kein Invest. Ich meine, es macht's natürlich sympathisch, wenn die Künstler dann immer 'n bisschen, selbstironisch da rangehen und, ja, diesem quasi mit dem, absichtlich schrottigen Look und so weiter, wohinter dann natürlich trotzdem 'n cooles Spiel stecken kann. Ja, also wie du schon gesagt hast, es gibt 'ne Demo, ansonsten 4,99 auf Steam. Es ist ab 12 freigegeben, es steht aber unter Gewalt, was mich grade 'n bisschen wundert. Ja gut, vielleicht weil alle sterben müssen. Ja, vielleicht, weil einfach Also, die es gibt Sonne kein Blut explodiert. oder so. Ne, wie gesagt, es ist ja ab 12. Balatro hatte ja, das Problem 'n bisschen, dass es immer schnell als Glücksspiel gehandelt wurde. Immer noch. Ich habe grade vorhin erst gehört, dass irgend 'n großer Balatro-Spieler sich beschwert hat, dass alle seine Videos jetzt ab 18 sind. Und das Ja, genau, natürlich das, gab das Problem. Also, das war, glaube ich, erst der Play Store, oder zumindest die Mobile-Variante, wo, das Age-Rating hochgesetzt wurde und jetzt, hat der Algorithmus von YouTube wohl einige Videos, ja. gesperrt, weil's angeblich Poker oder Glücksspiel erkannt hat. Und deswegen sind, einige Videos, entmonetarisiert worden. Ja, es ist halt alles im grünen Bereich, solange wir noch, Kisten ziehen können in CS:GO, würde ich sagen. Ja, genau. Mhm. Das ist so 'n bisschen die Doppelmoral bei dem ganzen Kram. Ja, sehr cool. Was Vielleicht spielst du gucke ich's denn mir so? mal an. Ja, ich spiele leider was heißt leider? Ich spiele immer noch Final Fantasy, ähm, ähnlich wie damals mit Mass Effect. Ich habe jetzt mit, Final Fantasy VII Rebirth angefangen. Das ist der erste Teil der Remake-Trilogie und habe den irgendwann Ende letzten Jahres angefangen und, pünktlich zum Release vom, nächsten Teil von Remake habe ich erst gespielt. Rebirth ist der aktuelle Teil, der zweite Teil der Remake-Trilogie. Und, den habe ich jetzt im Januar angefangen und bin da tatsächlich immer noch dran. Ähm, ja, das hat auch 'n bisschen mit der Kritik zu tun, die ich am Spiel habe. Ich fand, das muss man kurz dazu sagen, den ersten, cool, weil er schön linear war und das entspricht auch dem, wie das Original war. Man hat im Original, Midgar gespielt in 'ner Großstadt, das erste Drittel vom Spiel und das war relativ geradlinig erzählt. Und dann geht man aus der Stadt raus in die offene Welt und hat dann halt 'ne Open World und dementsprechend ist es jetzt auch wieder mit 'ner Open World, was an sich nicht verkehrt ist, aber es hat halt auch leider sehr viel von der Ubisoft-Formel mitbekommen und das kreide ich dem Spiel leider so 'n bisschen an. Ich fand den ersten halt cool, weil er so schön tight erzählt war, schön auf die, Charaktere fokussiert, hatte coole Bosskämpfe und vom Gameplay ist der nächste Teil jetzt auch gar nicht so viel anders. Die haben hier und da 'n paar Stellschrauben, gedreht am Kampfsystem, um das noch 'n bisschen fluffiger zu machen mit 'n paar Shortcuts und, du konntest früher relativ gut gestunt werden oder wenn du 'ne Attacke ausgelöst hat, dass sich der Gegner unterbrochen hat, das war 'n bisschen nervig. Da sind sie 'n bisschen rangegangen. Ja, und grafisch sieht es auch noch toll aus. Es ist gut erzählt nach wie vor. Aber womit ich so meine Probleme habe, ist einfach, wie vollgestopft diese Open World ist mit Nebenaktivitäten. Ähm, es ist 'n bisschen anders wie bei anderen Open-World-Spielen. Du hast coole Minigames, also, es ist auch quasi 'nen, mit Queen's Blood 'n Spiel im Spiel vorhanden, ähnlich wie bei The Witcher, helft mir grad auf die Sprünge. Äh, Das Kartenspiel. ja, Gwent. Gwent. Gwent, genau.
Das ist ziemlich cool und das hat tatsächlich ein eigenes Entwicklerteam innerhalb des Entwicklerteams bekommen, wo sie viel dran gearbeitet haben. Das sind so ein bisschen die guten Beispiele, aber du hast auch sehr, sehr viel repetitive Nebenquests und Laufkram. Und das Spiel ist in 7 große Regionen eingeteilt und in jedem muss man zum Beispiel erst wieder sein Chocobo, sein Reittier finden. Die haben spezielle Eigenschaften für die Region, aber es ist halt jedes Mal wieder dasselbe und dann musst du dieses Chocobo erst wieder finden, bevor du reiten kannst. Und, hast du 'n kleinen nervigen Sidekick, der dir dann, immer dich quasi anruft und dir Nebenquests gibt. Und es ist halt super viel Sammelkram. Ich glaube, man ist bei dem Spiel sehr drauf angewiesen, sich selber das Pacing 'n bisschen zu machen. Und ich kann mich noch an die Kritik damals bei Dragon Age, erinnern, wo sie auch alle gesagt haben: „Geht aus den Hinterlanden raus." Das war so die erste Map, die man gehen konnte. Und die Leute haben sich halt wirklich da drin aufgehalten und haben alles an Sidequests gemacht, bevor sie dann weitergegangen sind. Und, ja, das Leveling weiß ich nicht, wie es wäre, wenn man straight durchspielt. Ich habe jetzt auch in den ersten beiden Regionen die ganzen Sidequests oder viele Sidequests gemacht, um einfach mal zu sehen, was halt angeboten wird. Und, falls es jemand spielt oder noch dabei ist, auch meine Empfehlung: Macht nicht so viel Sidequests und haltet euch damit nicht auf. Ihr werdet irgendwann bei den ganzen richtigen Minispielen, im Spielverlauf dazu gezwungen, die mal zu spielen. Also, könnt die auch abbrechen, aber falls ihr jetzt auf Queensblood zum Beispiel das Spiel keine Lust habt, da gibt's 'n Turnier, das kann man auch ignorieren. Aber ihr werdet zumindest darauf hingewiesen. Dann guckt, was euch Spaß macht, das könnt ihr machen, aber Sidequests ist halt echt, das hält nur auf. Aber Was ich sagen wollte, ich ist das ja. nicht so die Essenz von so 'nem Open World Sidequest zu machen, damit du halt mehr Content hast? Ja, wenn die Sidequests gut gemacht sind, siehe Witcher oder sowas, dann ist Mhm. das auch alles cool. Aber es ist halt wirklich viel Sammelkram und ich habe das Gefühl, da sind auch viele Systeme einfach eingebaut worden, um Spielzeit zu strecken. Okay. Also, es ist dieses typische Repetitive, wo es nur darum geht, dich im Spiel zu halten, was nicht Ja. Ja, und alles hat 'nen Fortschrittsbalken und, du schaltest neue Level frei, und ja, ich weiß nicht, es einfach nur wäre grinden. Ja, nicht mal unbedingt Grind. Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie sich mit dem Schwierigkeitsgrad genau verhalten hätte, wenn ich straight durchgegangen wäre, weil ich glaube, es hat kein automatisches Levelsystem wie jetzt in Skyrim, wo die Gegner angepasst werden. Und, ich hatte es jetzt auch relativ einfach, weil ich viel gespielt habe, aber freiwillig. Vielleicht ist dann der Schwierigkeitsgrad ein bisschen Thema und man muss ein bisschen was an Sidequest machen. Es ist ja nicht alles Käse, aber es ist einfach zu viel und es hält einen auf und, 'n Stück weit bin ich garantiert auch selber schuld. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel, rumhaten. An sich ist es schon 'n cooles Spiel. Ich glaube, wenn man sich auf die Story fokussiert, die Charaktere sind cool. Es gibt noch ein 2 ähm, neue Mitstreiter, die man dann in die Party aufnimmt. Und ja, das ist für mich eigentlich das, warum ich Final Fantasy angefangen habe zu spielen. Ich habe auch damals das Original nicht gespielt. Es gibt ja den Kniff, dass die Story hier leicht abweicht vom Original, mit 'ner Spiel internen Logik dahinter, sage ich jetzt mal. Das wird erklärt, warum das abweicht. Geht so 'n bisschen in die, jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt die andere mit Disney-Charakteren? Kingdom Hearts? Ja, in so 'n bisschen in die Kingdom Hearts Richtung mit Parallelwelten und so 'n Kram. Ähm, sagt mir jetzt 'n bisschen wenig. Ich habe mich da so 'n bisschen angelesen, wie das im Original dann war, damit man die Unterschiede, schnallt. Aber die Story und die Charaktere sind eigentlich das, was mich dranhält. Und das Kampfsystem ist nach wie vor spaßig. Das ist halt dieser coole Mix aus 'nem Echtzeit und rundenbasierenden Kampfsystem. Im Original war das 'n, reines rundenbasiertes System mit diesen ATB-Leisten. Das sind quasi Leisten, die füllst du durch normale kleine Attacken auf und wenn diese Leiste voll ist, kannst du dann halt deine Spezialattacken abfeuern. Und hier ist es jetzt so, dass man 'n Echtzeitkampfsystem grundlegend erst mal hat und, macht seine normalen kleinen Attacken. Man kann auch frei durch die verschiedenen Charaktere wechseln und dann, wenn diese ATB-Leiste voll ist, löst man halt seine Spezialattacken aus. Und das haben sie jetzt noch so 'n bisschen verfeinert mit Shortcuts, dass das 'n bisschen einfacher geht. Und, ja, das macht großen Spaß. Man muss halt gucken, typisch JRPG, was die Schwächen von den Gegnern und grade die Bossfights sind auch schön knackig und, cool inszeniert.
So vom Vergleich her, fandest du die früher besser? Also das Einzige, was ich gespielt habe, war jetzt Final Fantasy 15, wo du da mit diesem Auto unterwegs bist. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, das ist eins der ersten Final Fantasies, beziehungsweise ich habe Final Fantasy 6 gespielt, aber das ist halt noch mal 'ne ganze Ecke älter Ja. und, dann sehr lange nichts. Das mit den, 15 hat mich, ja, nur mäßig gereizt. Ne, das war jetzt tatsächlich ich habe den 7. Teil irgendwann mal angefangen und fand den halt von der Stimmung cool mit Midgar, so 'ner Mhm. Steampunk, bisschen Cyberpunk, mit der Stadt am Anfang und wusste, glaube ich, auch gar nicht, dass es 'ne Open World gab. Deswegen kann ich's jetzt zu den anderen Final Fantasies gar nicht so richtig vergleichen. Ich glaube, 10 habe ich noch mal angefangen. Das war sehr linear. Ich weiß gar nicht, ob's da noch mal den Switch zu 'ner Open World gibt. Das wird sonst auch immer relativ stark gelobt. Also 7, 10, ich glaube 9 kriegt jetzt 'n Remake oder ist zumindest wird gemutmaßt, dass da 'n Remake kommt. Mhm. Ja, aber an sich habe ich innerhalb der Final Fantasy Sachen relativ wenig Vergleichsmaterial. Okay. Hast du Final Fantasy Online, also das MMO gespielt? Ne, da habe ich, glaube ich, mal 'ne Stunde reingeguckt und dachte: „Es ist mir alles zu viel.“ Ich bin auch kein Okay. besonders MMO-Spieler. Ich weiß gar nicht, warum ich, reingeguckt habe, um ehrlich zu sein. Ich hatte mir 'n Kumpel empfohlen oder so was, weil das ist eigentlich überhaupt, gar nicht mein Ding. Okay. Ne, ansonsten habe ich nur Persona habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Habe mehrmals mein Save Mhm. Game verloren und bis heute habe ich's nicht durchgespielt, Persona 5. Und an sich bin ich schon gerne in JRPGs hier und da mal unterwegs, aber das ist halt auch so 'n bisschen das Ding, die sind halt immer super lang. Also, Aber ich sie habe machen Und Spaß, damals, ne? 7 und 10 gespielt, auf jeden Fall. Und es könnte sein, dass wir auch 11 gespielt haben, aber ich möchte jetzt nicht. Das ist wirklich lange her. Ich fand die Spiele toll, aber ich habe im Nachhinein jetzt, Probleme auseinanderzuhalten, was da zu welchem mhm, Teil gehört. ja, Äh, aber ich weiß, dass also 7, also da kann ich mich noch am ehesten dran erinnern, obwohl es am längsten her ist. Aber das war mein Lieblingsteil auf jeden Fall, auch mit den Chocobos und so. Und ich habe grundlegend 'n Problem mit Remakes. Also nicht, weil die kacke sind oder so, sondern einfach, ich würde mir einfach dasselbe Spiel nur mit schöner Grafik wünschen, aber das macht natürlich keiner und das ist auch irgendwie Quatsch. ja, es Aber, es wäre cool, wenn's so irgendwie so 'n Modus oder so was gäbe. Also, die Grafik, ja, wie sie jetzt ist, aber ja, halt also, ich glaube, sie haben halt diesen interessanten Twist mit diesen, ich nenne sie jetzt mal Schicksalsgeister, die dann im neuen Teil auftauchen und dann quasi das ganze Schicksal drehen. Ich weiß auch bis heute noch nicht, also, dass eine Person stirbt, ist wahrscheinlich kein großer Spoiler mehr. Ich weiß aber nicht, was sie jetzt in dem Remake mit diesem Tod machen, ob diese Schicksalsgeister da auch eingreifen, weil es sind schon Dinge anders passiert wie im Original. Das finde ich eigentlich 'n cleveren Twist, aber dafür haben sie auch ziemlich viel Hate bekommen damals, weil sich die Leute halt 'nen Eins-zu-eins Remake gewünscht haben. hm. Ähm, klar, mit modernen Anpassungen, aber dass die Story halt dieselbe bleibt. Ich verstehe halt beide Seiten, weil ich persönlich würde auch Mhm. lieber einfach nur dasselbe geile Spiel Mhm. in neuer Grafik und natürlich auch Gameplay ein bisschen geupdatet, ganz klar, aber nicht zu viel. Aber auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, dass selbst wenn sie das Spiel so machen würden, genauso wie ich das wollte, dann wäre es immer noch nicht so geil wie damals, weil da, also Ja. zumindest für mich, damals auch irgendwo ein Lebensgefühl damit einherging, ne? Ja, Dämliche Schule Ja. ist aus, du kannst nach Hause gehen, mit deinen Freunden da irgendwie zocken und das werde ich halt nie wieder kriegen und das ist nicht deren Schuld. Ja. ja. Und ja, Ja, gibt schon verschiedene Philosophien, wie man so an Remakes oder, ja, Remasters und so weiter rangeht. Ich meine, das sind ja auch alles schwimmende Grenzen, die da gezogen werden. Ich fand jetzt auch die Remakes von den Resident Evils fand ich, super gut. Da habe ich auch, ja, die meisten Vorgänger gespielt. Ich bin mal also grade 4 habe ich damals, gespielt, als es neu war oder ja, es kam auf der PlayStation 2 'n bisschen später wie aufm GameCube. Aber das war 'n grandioses Remake zum Beispiel, das fand ich richtig gut. Ja, es ist, glaube ich, immer schwierig, da den Mittelweg zu finden. Du willst was Neues machen, du in gewisser Weise musst du die Spiele anpassen, damit's überhaupt noch modern wirkt, weil ich glaube, die hätten jetzt Final Fantasy VII nicht mit 'nem reinen rundenbasierenden Kampfsystem noch mal rausbringen können. Das hätte ich glaube, das hätte den Kaufszahlen schon geschadet, hm. auch wenn es noch so 'n ReFantazio und 'n Persona gibt, die das machen.
Weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan hätten. Man hat noch die Möglichkeit, jetzt im Remake zwischen 2 Modi zu wechseln, sodass der Charakter, also es bleibt trotzdem ein Echtzeitkampfsystem, aber der Charakter greift automatisch an Hm. mit seinen leichten Attacken und man kann sich dann drauf konzentrieren, zu gucken, wann ist die Leiste voll oder wessen Leiste ist voll, welche Attacke kann ich abfeuern und muss sich dann nicht noch drauf konzentrieren, die Figur zu bewegen. Es ist allerdings dann sehr wenig Anspruch, weil der wirklich sehr gut den Attacken ausweicht und blockt und so weiter, was normalerweise deine Aufgabe ist. Ja, Aber diesen Spagat zu finden, ist, glaube ich, immer schwer. ich habe das bei meinem Partner gesehen. Der hat das Remake gespielt, aber ich habe wirklich nicht viel zugeguckt. Ähm, aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht und ich hate da auch überhaupt kein Studio dafür, dass sie nicht das Spiel machen, was ich persönlich haben möchte. Ähm, und ich verstehe auch, ja, dass die sowohl die Producer als eben auch, die Leute, die dann tatsächlich das Spiel selber machen, die wollen ja auch nicht einfach nur irgend 20 Jahren alte Titel komplett nachbauen. Ist ja auch irgendwie langweilig. Ja, Und, wie du schon sagst, da ist dann eben auch die Frage, ob das Publikum das überhaupt so will. Also, ist klar, es gibt ein paar Leute wie mich, die das verkaufen würden, aber es würde halt keine neuen Leute mehr ansprechen. Und, ja. dann kannst du's auch wenn du keine neuen Leute mehr ansprichst, kannst du's auch schon gar nicht mehr finanzieren, ganz einfach. Ja, oder du hast da nur eine kleine Nische und dann muss das Remake aber eher, ähm, ja, nur leicht überarbeitet werden. Es gibt ja diese ganzen, 2D HD-Remakes, die dann so ein bisschen aussehen wie Octopath Traveler oder sowas. Das geht dann schon eher in die Richtung, aber selbst da hat man dann so, Sachen wie Vorspulfunktion oder dass man die Mhm, mhm. Random Encounters einstellen kann oder ausstellen kann oder früher hat man die Gegner auf der O Oberwelt nicht gesehen und man sieht sie jetzt, um drum gehen zu können und sowas. Da muss ich Und, dann aber auch wieder sagen, zum Beispiel war ich maßlos enttäuscht von den Command& Conquer Remakes, die letztes Jahr kamen, mhm. wo ich mir dachte: Das ist jetzt das Remake? Könnt ihr nicht wenigstens machen, dass das geil aussieht oder so?“ Ja, das passiert auch leider ziemlich oft, dass sie 'n Remake oder Remaster rausbringen und das entweder komplett 1:1, also keine Neuerungen, nur dass es auf 'm neuen Ja, PC läuft ist. ja, ja, ja. Und ich denke mir so: „Puh, Ich habe dafür irgendwann wollt ihr Geld mal haben." 'n Vergleich gesehen. War das 'n „Die Siedler“ Remake? Ich will jetzt nicht lügen, aber da habe ich mal 'n Bildschirm-zu-Bildschirm-Vergleich gesehen. Einfach nur, dass die Texturen dann von 16 Bit auf 32 Bit gegangen sind. Mhm. Warcraft 3. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, es ist dann natürlich fies, wenn einfach die Texturen durch einen Filter gehauen werden und dann, wird das ja, es ist halt immer die Frage, einfach nur auf moderne Systeme porten, hat natürlich auch seinen Reiz. Dann geht es schon eher wieder in die, Spieleprävention und dass das aufgehoben wird und auch auf modernen, Systemen spielbar ist, so 'n bisschen was GOG auch macht oder so und dass man's dann in modernen Auflösungen spielen kann. Dann ist es aber halt dann steckt ja wenig Arbeit dran. Dann ist es ja wirklich nur 'ne Portierung auf 'n modernes System. Mhm. Ich wollte grad sagen, im Grunde finde ich das auch voll geil und das müsste mit viel mehr Spielen passieren. Aber Ja. dann sag mir halt, dass es 'n Port ist und tu nicht so, als ob du Ja, hier klar. das krasseste Remake der Welt rausgehauen hast. Ja, das ist halt manchmal der Fall. Da wird relativ wenig Arbeit das ist natürlich der andere Fall, den man dann hat, dass wenig Arbeit reingesteckt wird. Dann wird irgend 'n 3., 4. Entwicklerteam, dran gesetzt, um 'nen Port zu machen. Und dann wird das Spiel noch mal irgendwie für 40 € verkauft, obwohl's Ja. grade mal hochskaliert wird und 'ne Vorspulfunktion oder so was Da drin hat. würde ich mir wünschen, dass sie so 'n Upgrade Pack wie Nintendo rausbringen würde. Wenn man das Originalspiel schon hat, warum nicht einfach nur Mhm. 10er oder 15 €? Mhm, mhm. Ja. Würde ja auch tragen. Wollte ich grad sagen, habe ich auch noch nie gesehen, dass man, wenn man, keine Ahnung, das Original von, keine Ahnung, Witcher 3 hat oder 'nem Skyrim oder wo wie war 'n das bei Skyrim bei der, Ja, da gab's 'ne Abwich Ultimate Version, ich glaube, die Enhanced-Version habe ich Enhanced, tatsächlich ja. kostenlos bekommen, weil ich Ah, die normale Skyrim-Version auf Steam hatte. okay. Ja, Das war bei The Witcher 3 aber auch, da gab's stimmt, da gab's auch noch ja, mal ich glaube, als die PlayStation 4 Varianten kamen oder die PS5 Varianten, es gab irgendwo 2 große Performance und Grafik-Updates, die du eben mhm, einfach downloaden konntest, wenn du das Spiel schon ja. besessen hast. Okay. Ja, da war Das ist aber ja nicht schlecht.
da war nicht so viel drin. Ich meine, klar, die haben Nein, das Raytracing jetzt nicht. nachgepatcht und so. Es war aber weit weg von einem Remaster oder sowas. Aber sie haben es dann eben auch nicht so verkauft, zumindest. Ja, nö. Andere hätten es gemacht, das ist schon Ja. richtig. Ja, definitiv. Ja, so ist das. Ja, aber mit Remakes und Remastern, das gibt, denke ich, auch nochmal eine Folge her. Ich Da wollte können gerade wir noch sagen, mal da können wir ausführlich doch drüber mal sprechen. können wir doch ein Special draus machen. Ja, ich Ja. merke auch gerade, ich bin dir da voll reingegrätscht. Du wolltest Nein, eigentlich alles gut. Nee, ich hätte jetzt an sich, ich muss mal gucken, ich hoffe eigentlich will ich die Final Fantasy-Reihe rein, was die Story angeht, weiterverfolgen. Vielleicht drehe ich auch einfach obwohl die Kämpfe sind ja nicht mal das Problem. Ich will jetzt gucken, dass ich die Story weiterspiele, weil mich das auch interessiert. Vielleicht kommt noch 1, 2 interessante Minispiele, wo ich dann tatsächlich noch mal sage, das ist cool. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall diesen ganzen Sammelkram erst mal liegen lassen und gucken, dass ich die Story durchspiele. Und ja, hoffe, dass das mich da nicht zu lange noch aufhält. Also, es ist schon cool und, ich hatte das damals bei, Assassin's Creed, Odyssey, was dann halt gelockt war auf die Gegner hatten dann Level und man musste grinden. Also, da bin ich mal gespannt, wie das hier ist, da die Gegner auch feste Level haben, ob ich da irgendwo an 'ne Grenze stoße oder so. Ja, wie gesagt, diese Pacing-Probleme, ich kann's dem Spiel nicht mal richtig vorwerfen, weil sie sind halt zur Hälfte auch selbst gemacht. Okay. Ja, ansonsten, ja, die Erkundung innerhalb der Welt. Du findest halt du hast auch 'n Crafting-System zum Beispiel, was ich bei Final Fantasy jetzt auch nicht gebraucht hätte. Mhm. Du craftest dir halt Gegenstände, die du auch sonst findest und keine einzigartigen Gegenstände oder Heil-Items, die du auch finden würdest. Dann hätte ich lieber gesagt, platziert von mir aus 'n paar mehr Kisten oder lasst die Gegner 'n paar Heil-Items droppen, als da jetzt noch 'n Crafting-System einzubauen. Vor allen Dingen am Anfang kannst du nur gefühlt 3 Gegenstände craften und dann craftest du die und dann hast du ein Level fürs Crafting-System und kannst im Crafting-System, ähnlich wie bei Skyrim, auch noch aufsteigen. Und Passt alles aber ist irgendwie irgendwie nicht so ganz, ne? ja, alles ist halt mit Balken versehen und hier kannst du Mhm. Fortschritt machen und, man lässt ich lasse mich da auch so gerne von anfixen und merke dann im Nachhinein: „Ja, heute Abend hast du keine Story Progress gemacht, sondern hast nur wieder irgend 'n Scheiß geskillt, den du sowieso nicht brauchst.“ Ja, ist Ja. ist 'n bisschen bloated einfach, ne? Ja, So, genau. was wir heute mit vielen Open-World-Spielen sehen. Ja, und das Ding ist ja immer, es zwingt einen ja keiner, diesen ganzen Nebenquests zu machen, wenn man merkt, die sind Trash. Aber du weißt ja auch nicht, welche Ja, Nebenquest lohnt sich jetzt und welche nicht. Genau. könnte immer noch 'ne Perle kommen. Ja, und, ich will ja auch nicht nur in 'nem Guide rumhängen und gucken, was sind die besten Nebenquests, welche lohnen sich, welche nicht und was ja auch individuell unterschiedlich sein kann. Ja. Aber es ist auch einfach zu vollgestopft mit Systemen und ja, da ist jetzt noch 'n Skillsystem dazugekommen, was so 'n bisschen an dieses Firo-Brett erinnert von Final Fantasy Mhm. X, wo du wieder 2% mehr Schaden mit Feuerattacken oder so was merkst im Gameplay halt nicht. Ja. Na ja, aber wie gesagt, das Remake, das können wir uns noch mal zu Gemüte führen in 'ner anderen Folge. Jo. Ich habe, dann doch tatsächlich noch 'n Spiel, was Ja, hau ich raus, Oh. gerne. heute Mittag, zufällig gesehen und angefangen habe. Into the Dead: Our Darkest Days. Ist so 'n Survival-Side-Scroller, spielt im Texas 1980 und Mhm. musst halt, Zombie-Apokalypse überleben. Also, du hast, die Welt ist so 'ne Spielkarte und, beziehungsweise so 'ne Map von der Stadt und du kannst halt verschiedene Sachen anlaufen, wie die Apotheke oder 'ne Lagerhalle und dann Sachen looten. Und du musst halt gucken, dass du den Zombies entweder aus'm Weg gehst, du kannst dich an denen manchmal vorbeischleichen oder du kannst sie auch natürlich töten. Und, man hat dann so 'n System von den Leuten. Das heißt, mit dem ich jetzt gestartet habe, der zum Beispiel muss jeden Tag unterwegs sein, weil sonst, ist er genervt. Und die Moral von dem sinkt dann halt und sie steigt nicht so schnell von der anderen, die
bastelt halt gerne, aber kann nicht gut basteln. Und ja, ist ganz witzig für so zwischendurch. Ne? Gibt auch eine Demo auf Steam. Ja, ich habe es gerade im Video offen, das sieht so ein bisschen aus oder von wahrscheinlich durch die Seitenperspektive und Räume, This War of Mine sieht so ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob es vom Gameplay so ähnlich ist. Ich meine, da muss man auch rausgehen, Ressourcen holen. Da Mhm. geht es aber um den Zweiten Weltkrieg und darf sich nicht von den Soldaten erwischen lassen Ja. und muss so Streifzüge machen Das War of und Mine habe spielt ich auch noch so nicht 'ne gespielt. Ja. und spielt so 'ne Gruppe an Überlebenden. Ne, es hat mich jetzt nur rein optisch so 'n bisschen daran erinnert. Ja. Ja, ich gucke es Also, mir es auch ist gerade auf Steam drauf an und verfluche dich, weil ich instant hooked bin. Ja, also es, ich habe es jetzt vielleicht eine Stunde oder so gespielt. Und Ich habe mir jetzt die Demo runtergeladen und werde es mir auf sehr jeden Fall gut. mal anschauen. Deswegen kann ich auch noch nicht so viel erzählen. Aber scheint ganz gut zu sein. Es hat auch würde gute sagen, ja. Bewertungen. So. Ja, würde sagen, mostly positive. Vom 10. April, das ist ja super aktuell, ist quasi gestern gekommen. Ja. Ja, so Zombie-Survival-Games, die aber nicht einfach nur, wo es nicht einfach nur um Shotgun geht. Da bin ich voll dabei. Ja, so 'n auch ich würde fast sagen, wenn der 2D-Ansicht nicht wäre, 'n bisschen, Walking Dead-Look, bisschen Mhm. comic-mäßig. Ja, würde ich auch sagen. Ja, aber ich glaube, als Zombiespiel hast du's mittlerweile auch schwer. Ich meine, nach dieser ganzen Ja, Zombie-Schwemme von vor, boah, lass mich nicht also lügen, das schon hat, 10 Jahre her oder so. ja genau, Left 4 Dead, wann ist es rausgekommen? Ja, obwohl Left 4 Dead war ja noch eins der frühen. Ich meine dann diese ganzen Crafting, Survival, das ist ja Ja, du aber hast immer so Phasen, wo du den Kram ja, dann nicht mehr sehen kannst. klar. Aber damit hat's angefangen, oder? Ja, Left 4 Dead 2008. Und dann dachten alle: „Oh ja, okay, komm, wir steigen da mit auf und hauen alles Ja, raus.“ Mhm. Zombies. Also, ich manche habe auch sind halt echt wirklich gut gemacht und ja, auch ja. was Neues und bringen so frischen Wind rein, aber das meiste ist halt einfach, hast du schon gesehen. Ja, ich glaube, das ist halt das Ding. Ich glaube, wenn du heute ankommst mit 'nem Zombiespiel, dann rollen die Mhm. Leute eher erst mal mit den Augen, Ja. Ja, weil sie's 'n bisschen satt haben. Aber ich habe auch letztens gemerkt, ich habe immer das Gefühl, das hängt auch es gibt auch meistens eine Fernsehserie mit dieser ganzen Schwemme. Das war bei, Vikings und Assassin's Creed, Valhalla so eine Richtung, Aha. wo alle im Wikingerfieber war. Dann war Walking Dead und Zombiefieber irgendwie so drin. Bei Game of Thrones, obwohl da fällt mir jetzt nicht so die ganzen Mittelalterspiele ein, aber ich habe immer das Mhm. Gefühl, das ist so 'n ganzer Trend, der irgendwie multimedial grade passiert. Ja. Und das Problem dabei ist halt, du musst halt auch schnell sein, ne? Wenn der Trend anfängt, dann willst du entweder direkt ja, anfangen ja. oder du hast halt verkackt, weil irgendwann kommst halt nicht hinterher. Wenn du ein Spiel für 2 Jahre in Entwicklung hast oder 3, dann Ja, schwierig. dann kann schon zu spät sein. Das ist halt die Trägheit von Videospielen. Oder du machst halt 'n Indie-Spiel und, ja, Ja. hast dann halt noch Glück, da mitzuschwimmen. Kennst Aber es du, Michi, kennst du Sky Hill? Sky Hill Point and Survive? sagt mir jetzt nix. Ne. Ich bin gerade mal, ich habe das Spiel vor Ewigkeiten gekauft. Das ist rausgekommen 2015. Mhm. Es ist, auch ein bisschen so in die Richtung, aber simpler. Du spawnst in 'nem Hochhaus und es ist Zombie-Apokalypse, aber, auch nicht normale Zombies, auch richtig, also so richtige Fleischberg-Zombies und so. Und du musst versuchen, dich rauszukämpfen. Du spawnst natürlich ganz oben, weil du bist reich und wohnst Ja. ja im Penthouse. Und dann musst du dich Stockwerk für Stockwerk runterarbeiten. Und, ja, da findest du dann eben Waffen und Nahrung und auch Medizin und eben auch, Zombies, die dich töten möchten. Habe ich mir nur so gerade Ist gedacht, das könnte dir auch gefallen. sehe es grade, ja. Das ist auch so 'n Paper-Look, würde ich Ja, sagen. Ja. Ja, sieht nicht schlecht aus. Vielleicht gucke ich da mal rein, ja. ja, das ist immer schlimm, wenn man so viele neue Eindrücke bekommt und, hier können da noch mal Ja. reingucken, da noch mal hör reingucken. auf. Und dann sitze ich wieder da und denke: „Ja, du hast immer noch Final Fantasy auf deinem Backlog sitzen.“ Aber das muss ich auch spiele ich meistens so 'n bisschen in Phasen. Das war mit Persona 5 auch schon so. Da habe ich irgendwie mal, ja, 'n Monat oder 1,5 wieder gespielt, dann ist es mal wieder in der Ecke liegen geblieben. Ich suche mir dann meistens noch Punkte. Das muss ich Final Fantasy zugutehalten. Ähm, Die haben 'ne coole „Was bisher geschah“ Funktion im Hauptmenü. Mhm. Oh.
Und das fasst das immer ganz gut zusammen. Ich meine, klar, Gameplay ist dann auch mal ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen, aber das geht schon. Ja, aber Man das hat finde ja ich geil. Das kennt ja nun jeder. Wenn du so ein Spiel hast und dann es mal 2, 3 Wochen liegen lässt und dir denkst: ja, „Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr richtig, was zuletzt passiert ist.“ Also, ja, ich kenne grade das auf weil's jeden halt Fall. Ja, weil's 'ne Kombination ist aus es ist storylastig, aber sehr groß Hm, und dann spielst du das halt eher auch mal in Episoden und, ja, das ist muss ganz halt auch cool, ja. das ist ganz cool, wenn da 'n bisschen dran gedacht wird, dass nicht jeder das Ding mit, keine Ahnung, 120, 130 Stunden am Stück irgendwie durchzieht. ja, Ja. So was Ähnliches gab's, glaube ich, bei Detroit Become Human. Da konntest du Mhm. dann auch noch mal so 'n kleinen Recap von den Episoden, die du gespielt hast, abspielen. das finde Ja. ich gut. Ich Glaube ich glaube, es ist halt zumindest. einfacher für die Entwickler, wenn du viel mit Cutscenes arbeitest, weil Ja. dann kannst du Mhm, eigentlich nur die Cutscenes aneinander hängen, die der Spieler bis dahin gespielt hat, was bei Final Fantasy, der Fall ist. Und, aber an sich, ich wäre auch zufrieden damit, wenn's einfach mit Standbildern und 'n bisschen Text und 'nem Erzähler ja. ähm, Mhm. Cyberpunk hatte das in 'n Ladebildschirm so 'n bisschen. Also, das war relativ stark zusammengefasst, aber du hattest immer unterschiedliche ab gewissen Punkten vom Spiel verschiedene Ladebildschirme Mhm. und, da stand, glaube ich, 'n kleiner Text drin, was bisher oder grade aktuell passiert ist zumindest. Das ist cool, ja. Michi, bei Aber dem das bei dem Spiel Into the Dead, du hast gesagt, du hast noch nicht so viel gespielt. Ja. Ich bin Ab jetzt erst beim zweiten Unterschlupf. Okay. Ja, aber das folgt 'ner Story. Ich sehe hier auch 'n Screenshot mit 'ner Map. Also, du läufst da gewisse Punkte ab. Willst du Also, irgendwo hin? ich glaube, das geht darum, die Stadt zu verlassen, weil, das Intro ist so, du hast so eine kleine, Kamerafahrt durch die Stadt und man im Hintergrund hört man den ehemaligen Bürgermeister oder noch Bürgermeister von der Stadt, der dann sagt, ja, er muss aus Sicherheitsgründen die Stadt verlassen, aber man soll sich keine Sorgen machen, wie immer. Und klingt so nach Quimby. ja. Und, dann zum Ende hin, hört man einen zweiten Funkspruch, über ein anderes Radio, weiß ich nicht, dass sie dass man aus der Stadt raus soll und dass sie dort warten. Und ich denke mal, das ist halt auch das Ach so, Ziel. du willst zu so 'nem Pickup Point in der Hoffnung, dass du dann gerettet wirst. Ja, also, das sind halt, Unabhängige. Das haben nichts mit der Regierung zu tun, weil die sagen: „Ja, ihr werdet belogen“ und hier und da, Mhm. ist nichts mehr sicher. Lügenpresse. Ja. Aber Also, ich denke, ja. spielst du da 'ne zusammenhängende Gruppe aus Personen oder einzelne Also, unabhängige man hat am Anfang, die Möglichkeit, aus 2 Personen auszuwählen, mhm, und die ergänzen sich in vielen Punkten, aber die haben natürlich auch Gegensätze. Also, der eine, bei mir jetzt, mit denen ich gestartet habe, der Typ kann, Alkohol brauen. Das macht er auch recht gut, aber die Tante, die dabei ist, die will keinen Alkohol trinken. Also, muss man da irgendwie andersrum rumkommen. okay. Ist auch 'n wilder Ähm, Survival Skill. ja, ich finde das gut, weil das bringt auch ein bisschen mehr Tiefe rein bei sowas, und das hat halt auch bringt Charakter zu den Leuten, und, ich glaube, man kann die Gruppe auch vergrößern. Mhm, okay. Interagieren die untereinander so? Es klang eben so 'n bisschen wie bei Darkest Dungeon, wo irgendwie so 'n Zwist innerhalb der Gruppe entstehen kann und dann, haben die quasi Nachteile gegenseitig im Kampf und so Das was. kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Okay. Ich Aber das hoffe es. Ja. fand ich 'n cooles System, Darkest dass du Dungeon habe ich auch, auch geliebt. auf den ja, ich habe es gar nicht großartig gespielt. Ich habe es nur gehört und, fand das System dahinter cool, dass die quasi auseinanderbrechen kann, die Gruppe, Ich und glaube, dass das auch 'n bei 'n State of Hindernis ist. Decay war das ähnlich. Mhm. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr so sicher. Das ist schon ewig her. Cool, cool. Ja, ich hätte noch eins, aber das würde ich mir ganz gern aufsparen als kleinen Teaser für unsere Cozy Games Episode. Ich habe noch Car Mechanic Simulator gespielt und, ja, darauf können sich die Zuhörer freuen, wie ich ihnen erkläre, wie ein Werkstattsimulator ein Cozy Game sein kann. Ich freue mich da auch drauf. Ja, also ich Ja, ich glaube, das kann wird cool. den irgendwie nicht so viel ab, den Spielen. Also, ich habe eins mal gespielt, von diesen Mechanik-Dingern. Irgendwie macht das schon Spaß, aber
Ich verstehe sie nicht. Ich Es hab's gibt in ja so einem viele Simulationen. Ich habe es in 'nem Video gesehen, weil ich mir auch dachte, irgendwie vor 'ner Weile ist das so groß geworden, ich möchte sagen, diese Mechanik-Spiele. Ich habe dann quasi dasselbe Spiel auch irgendwann noch mal mit Panzern gesehen und Mhm. irgendwie dachte ich auch: „Das kann ja nur Kacke sein." Und als ich's dann gesehen habe, habe ich mir gedacht: „Irgendwie ist es, glaube ich, ganz cool." Ja, ich weiß Eben als Cozy Game, so nebenbei irgendwie. ja. Ich weiß auch nicht, ob die alle vom selben Entwickler sind. Ich kann mir vorstellen, dass das 'n Trend war, wo auch ganz viele drauf dran gesprungen sind und, da mitschwimmen wollten. Ja, aber an sich ist es im Prinzip nur 'n Puzzlespiel. Ich bin mal gespannt, wie, abwechslungsreich das noch wird, Ja. weil ich jetzt erst 2, 3 Autos hatte. Aber ja, wie du sagtest, das ist prima nebenbei. Es hetzt dich keiner. Von daher, es hat schon seine Cozy Game Vibes. Da habe ich auch noch eins. Ihr kennt ja bestimmt Hausflipper. Ja. Mhm. Und da kommt jetzt so 'ne Parodie dazu, würde ich sagen, aber die haben da schon sich was bei gedacht. Es nennt sich Low Budget Repairs. Das heißt, man repariert halt die Wohnung gerade so, wie es passt Aber und wenn richtig dann scheiße, so mit Rahmennudeln und so, wie in diesen Videos. ja, in dem Video, was sie zeigen, da zeigen sie so, wie sie Kacheln im Bad anbringen. Und die ersten sind richtig gut gemacht. Und dann werden sie schräg angesetzt, weil man keinen Bock mehr hat, aber es passt schon. Ey, das finde ich ja richtig witzig. Das ist wirklich, darauf freue Ja, ich ich habe mich. grade so Heißt dieses das Bild Low vor Budget Augen. Repair? Dieses Bild vor Augen, wo jemand keine Schrauben hatte und 'nen Elektromotor, also 'ne Antriebswelle, einfach mit 4 Kabelbindern angebracht hat, da wo die Ja, Schrauben eigentlich sein sollen. genau so ist das, ja. Also mit Ducktape und WD-40 wird alles gefixt. Oh Gott, ich liebe schon dieses Intro-Video auf der Star Wars-Seite. Ja. Aber ich kann mich erinnern, der Power Wash Simulator hatte auch ganz wilde Kollaborationen dann mit anderen Videospielmarken. Der Typ hier schmeißt Müll aus dem Fenster und zeigt dann noch den Stinkefinger. Wie geil ist das? Ja, Power Wash habe ich einmal gespielt, ganz am Anfang, aber es hatte ja dann auch noch 'n Koop bekommen später. Okay. Das, weiß ich noch nicht, ob ich das noch mal anfasse, aber eigentlich war's schon interessant. Ja, ich habe vorhin gesehen, Last of Us 2 ist jetzt fast passend zur Serie auch auf'm PC noch Mhm. rausgekommen. Ich würde das eigentlich echt gerne noch mal spielen, aber ich glaube, ich kann das emotional nicht. Das war echt hart. Na gut, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann würde ich sagen, Haben wir 'ne kurze, knackige Folge gemacht. ja, Ja, 'ne Stunde, Stunde. kannst Im sagen, Vergleich zu ist den ja anderen Sachen war's kurz, aber ich find's trotzdem ja, schön. Ja. kannst sagen, es muss ja nicht immer 3 Stunden gehen, obwohl Ne, das haben wir auch noch nicht. Es schreckt mich auch immer ab, wenn ich in meinem Podcast-Feed irgendwie sehe, 3,5 Stunden Folge oder so was. ja. An unsere Gut. Zuhörer Mhm. und eventuell Zuschauer auch noch mal, äh, ja, tut uns leid, dass die Folge jetzt 'n bisschen später kommt. Wir müssen uns noch 'n bisschen eingrooven. Aber wir kriegen Ja, das zusammen hin. wollte grad sagen, wir finden unser Timing noch. Jo. Dann vielen Dank, dass ihr Eine Zeit Sache, gefunden habt. Ja, vielleicht, gerne. packen wir die ganzen Links zu den Spielen auch in die Beschreibung Oh ja, das Ja, ist 'ne das können gute wir tun. Idee. und, abonnieren und Daumen hoch und Kommentar. Und kein Ja, Sex lasst mit uns gerne Nazis. Ja, genau. lasst uns gerne wissen, was ihr, von den Spielen haltet, falls ihr irgend 'ne Demo ausprobiert davon oder wie ich mit Final Fantasy VII noch 'n bisschen am struggeln seid, aber wahrscheinlich werden die meisten schon durch sein. Ja, dann, bedanke ich mich bei euch, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich bedanke mich bei Danke. euch, zum Zuhören. Wie Michi schon sagte, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, wir leben von Mundpropaganda. Lasst es andere wissen, dass ihr den Podcast gefunden habt und wie ihr ihn findet. Und, ja, dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.